Gealterter Super Seegurkenleich. Gealterter Super Seegurken. Gealterter Super Seegurkenleich. 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 Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns auch in allen anderen Spielen auf diesem Kanal wiedersehen werden. Was machst du morgen beim Eisfischen mit? Ja, morgen ist Eisfischen, Bob. Oh stimmt, wir sind im Winter. Wir sind sowas von im Winter. Plumpudding kann ich auch schon machen. Wahrsagen, was sagen die ich denn? wurde dasselbe gefragt. Achso, ja. Wie sieht unser Glück aus? Kein Glück. Leicht verstört. Oh, dann müssen wir heute mal nicht Schädelmine machen. Nee, was machen wir denn heute, wenn wir keine Schädelmine machen? Du hast Themen bereitgelegt, habe ich gehört. Ich hab tatsächlich Themen vorbereitet. Ich muss natürlich erst nochmal Juanita Hallo sagen. Hallo. Ich muss mein Inventar unbedingt erstmal ausleeren, sehe ich gerade. Oh ja. Shit. Oh ja, das sehe ich auch gerade. Weil für alle, die es nicht gesehen haben, oder noch nicht gesehen haben, in der letzten Folge, haben wir es fast bis Ebene 100 in den Schädelminen geschafft. Ja, es war echt Oder knapp. in der Schädelhöhle. Oh, es ist so ärgerlich, wenn man dann so kurz davor steht, ne? Ja, das nervt total. Ich habe das letztens auch in einem anderen Stardew Valley Spielstand gemacht und das war richtig knapp. Also ich bin nicht bis 100 gekommen, sondern da ging es nur um 25. Ja, okay. Und allein das war ja schon Horror. Und dann gerade so geknappt. Wein ist, glaube ich, fertig. Oh ja. Oh ja. Ja, geil. Aber ich habe gerade keinen Platz. Ich muss immer alles wegbringen, ey. Iridium ist auch fertig. Das ist cool. Ach ja. Ja, Iridium ist gut. Iridium ist richtig gut. Das kann man auch immer. Das Ganze. Und hier sind richtig schön viele uralte Früchte fertig. Das funktioniert hier richtig gerade. Also es ist ja richtig, das läuft. Das finde ich gut. Ja, vor allem, wenn der eine Wein fertig ist, können wir gleich den nächsten ansetzen. Das ja. mag ich. Perfekt. Ich habe eine prismatische Scherbe. Ah, nee, Quatsch. Die war gerade hier im Dings. Quatsch. Hab ich gehört. Hab Blödsinn erzählt, sorry. Das hätte ich doch in der Post-Production gesehen. Ja. Mir entgeht nichts. Ich habe Kaviar. Wo kann ich den Kaviar hinmachen? Verkaufen? Nee, was ist das? Warte. Super Seegurkenleich ist das. Achso, na dann in die Reifefässer kannst du die rein theoretisch reinballern, dann wird halt so krasser. Warte mal, wie war letzte Folge jetzt auch? Gealterter Super Seegurkenleich. Ja, irgendwie gealterter sowas, ne? Super Seegurkenleich. Gealterter Super Seegurken. Gealterter Super Seegurkenleich. Gealterter Super Seegurkenleich. Gealterter Super Seegurkenleich. Ist doch überhaupt kein Problem. Gealterter Super Seegurkenleich. Gealterter Super Seegurkenleich. Oh mein Gott. Nee. Damit fange ich nicht an. Nee, lass das mal lieber. Und ist Wein fertig. Wo habe ich eigentlich mein ganzes Wein? Oh mein Gott, jetzt sehe ich erst, wie viel Wein hier fertig ist. Was? Wo habe ich denn eigentlich mein ganzes Zeug hingebracht? Hier ist noch mehr rein. Und ich sehe gerade, wir brauchen immer noch dann. Was ist das? Holz, Eisenbarren und Eichenharz? Um diese. Ja, wahrscheinlich. Also um den Wein erstmal herzustellen noch. Aber haben wir der eigentlich Schuppen ist ja noch nicht freie Weinfässer? Also. Du meinst im Keller? Ja. Da müssen wir tatsächlich auch noch ein bisschen nachrüsten. Ich habe keine freien mehr, aber ich habe noch 19 Wein. Ich habe, glaube ich, auch keine freien mehr. Aber ja, da brauchen wir halt, ich glaube, dafür brauchen wir wiederum Hartholz noch mehr. Also ja, wir müssen ordentlich hier machst du erstmal Normalwein. Gut. Den kann ich den anderen Wein ja verkaufen, ne? Ja. Weil wir ja gerade keinen Platz dafür haben. Ach so, ja. Dann gut. Dann immer hinfort. Das heißt, es gibt ordentlich Money. Ja, es gibt richtig Money. Hey, mir fällt auch gerade auf. Ja. Wir haben ja jetzt 200.000 zusammen. Ja. Wir könnten uns von Robin rein theoretisch den Möbelkatalog kaufen. Brauchen wir den?
Ja, Ganz ernst gemeinte Frage, brauchen wir den? Wenn du es ganz genau nimmst, brauchen wir den natürlich jetzt nicht unbedingt. Okay. Ja, doch eigentlich eher die Obelisken sind halt, brauchen wir schon eher. Naja, den machen wir Obelisken. Denn hier, scheiß auf dieses Buch. Ich brauche das nicht, kann damit nichts anfangen. Naja, da sind halt auch ein paar Geräte, ein paar Sachen dabei, die halt sich ganz gut machen würden. Aber der Obelisk überwiegt natürlich. Genau. Das alles. So, ich habe jetzt dabei blablabla mein ganzes Zeug. Gut. Dann brauche ich gerade auch nicht. Ich habe meine Hacke aber noch nicht zur Goldhacke gemacht. Alter, ich habe 55 Wein gerade noch hier, ne? So, dann bringe ich mal meine Hacke schnell weg. Oh, ich könnte mal hier was nähen. Prähistorische Rippe. Was ergibt es? Ein Skelett-T-Shirt. Ach, schön. Das ist für Dann Halloween. würde ich jetzt nämlich schnell mal gucken, nächstes Jahr. was hier gerade noch so für Quests laufen. Ah ja, das hier super Sonderangebote Brett oder wie das heißt. Diese Sonderaufgaben. Oh, Verzeihung. Gesundheit, glaube ich. Ja. Eieiei. Der kam auch von ganz tief unten. Okay. Kennst du das, wenn du so einen Nieser hast, der wirklich durch den ganzen Körper geht? Also nicht nur, wenn du selber niest, sondern bevor der anfängt. Das heißt, der zieht sich nochmal richtig hoch und dann kommt das mit einer Inbrunst kommt das dann raus. Bah. Kennst du das, wenn jemand sein Inventar einfach in irgendeine Truhe reingepackt hat? Ja, das mache ich andauernd. Achso, ja gut. Ich räum das mal eben auf. Mach das, ich mache gerade noch eine Goldhacke. So haben wir alle was zu tun, ne? Ah, siehst du. Ja, Butch, aber du hattest Themen vorgeschlagen. Ich hab du tatsächlich... wolltest Themen, also weißt schon, wie das hier läuft hier mit den Themen. Ich habe Themen. Ich Genau. habe ein bisschen was auf meinem Zettel stehen. Ich war letztens im Kino, mal wieder öfter. Oh geil, Jetzt wo die ganze Corona ist ja jetzt verboten, haha. Und jetzt können wir endlich wieder vernünftig ins Kino gehen und das ist total toll. Und das machen wir jetzt auch wieder regelmäßig tatsächlich. Ja. Und da ist mir gleich was Lustiges passiert, denn ich sitze im Kino, 2 Minuten bevor der Film anfangen soll oder die Werbung anfangen soll, geht tatsächlich auf einmal der Feueralarm los. Und das ganze Kino wird evakuiert. Ups. Das war lustig, weil tatsächlich war dann nachher nichts. Oh. Also wir stehen dann halt echt alle draußen, alle am Frieren, alle mit ihrem Popcorn-Tüten, mit ihren Getränken in der Hand, alle irgendwie am wundern, ja, geht's jetzt noch weiter oder gehen wir einfach nach Hause? Passiert hier jetzt noch was? Wusste ja keiner, ne? Ja, dann haben wir uns da hingestellt und wirklich so 200 Leute einfach, oder 300 sogar, stehen einfach so vorm Kino und warten darauf, dass es irgendwie weitergeht. Ey, das ist so ein Müll. Naja, wir hatten dann tatsächlich Glück, es kam dann zuerst die Polizei, die dann einfach wieder weggefahren ist, weil die Polizei gleich nebenan ist. So. Ah, okay. Dann kam die Feuerwehr irgendwann, die hat man dann auch von außen gesehen, wie die da rumgerannt sind. Gehen einmal hoch, irgendwie mit den Kinoleuten, gehen wieder runter und dann durften wir wieder rein. Also es war wirklich so, irgendwer hat wahrscheinlich ach so, aus Versehen oder eben mit Absicht. Aus Versehen oder eben mit Absicht da den Feueralarm aktiviert, was halt einfach mal voll nervig war. Das Gute daran war, als wir ins Kino wieder rein sind, hat sofort der Film angefangen. Das ist ja schon mal ganz nett. Ja, das war schön. So das war übrigens der neue Werbung. Batman. Das war übrigens der neue Batman-Film, den wir geguckt haben. Ich erinnere mich. Hast du den schon gesehen? Nee, ich werde den aber auch nicht gucken. Du wirst ihn nicht sehen, okay. Nee, also jedenfalls nicht im Kino, wenn der vielleicht mal irgendwann im Free-TV läuft und ich bei meinen Eltern oder so bin und die den auch noch gucken und ja, keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Bist nicht so ein Batman-Fan? Ja, ich finde halt, dass DC hat bei mir halt schon relativ hart verkackt. Okay. Also einfach, nee, weiß ich nicht. Weißt du, Dark Knight Rises war mega gut.
Ja klar, die haben ja auch waren ja auch zusammenhängend, ne, die 3 Teile. Ja, deswegen. Also, ja, einfach bitte so weitermachen und nicht irgendwie. Ja, aber DC ist ja nicht unbedingt jedenfalls. Marvel hängt ja irgendwie alles zusammen und jetzt irgendwie mit dem Multiverse wird ja sowieso alles nochmal zusammenhängend gemacht. Ja. Aber DC hat ja jetzt nicht so, beziehungsweise bis auf Justice League, diese Reihe, hat ja DC jetzt nicht unbedingt den Anspruch, kohärent zu sein oder so. Ja, sondern gibt es halt immer wieder verschiedene Ansätze. Deswegen habe ich halt nicht den Anspruch, für solche Filme dann ins Kino zu gehen. Okay, verstehe. Also es ist halt, ja, weiß nicht. Kann ich auch verstehen. Weil sich jedes Mal auf irgendwie einen neuen Batman oder einen neuen Flash oder so einlassen zu müssen. Und jedes Mal ist es irgendwie anders. Und ja, welche Version von Batman ist es denn jetzt? Oder, ja, deswegen. Und das kann ich schon das verstehen. Für mich irgendwie nervig. Kann ich verstehen. Ich mag das. Also, mir geht es halt auch darum, es ist halt dann bei jedem Film, jeder Film ist ja quasi dann wie eine Art Reboot. Und ich will halt einfach nicht zum 1000. Mal die Story von Batman hören, wie eben seine Eltern da irgendwie gestorben, ermordet oder was auch immer wurden und wie er dann Batman wurde und bla bla bla. Auch wenn es in irgendeiner Variation geschieht, aber es ist halt, finde ich, also viele sagen immer, oh, Superheldenfilme sind immer der gleiche Scheiß, aber das ist ja dann wirklich immer wieder der gleiche Scheiß. Jein. Das ist halt, ist es eben dann doch nicht. So. Ist es eben dann doch nicht. Ist eben nicht gleich. Aber gut, ich kann da auf jeden Fall deinen Ansatz verstehen und warum du das jetzt nicht so geil findest. Nee, ich verstehe das schon. Aber also war denn an dem Film jetzt irgendwie. Ja, es ist natürlich auch immer erstmal die Sache. Storytechnisch was anderes, also irgendwas anderes? Ja, klar. So? Klar, du hast immer erstmal die Ausgangssituation Batman. Batmans Eltern putt, deswegen Batman. Aber so ganz stimmt das dann auch nicht, weil es gibt immer so es gibt verschiedene Ansätze von Batman. Immer ein bisschen andere Motivation, beziehungsweise es gibt zum Beispiel Batman, zum Beispiel der Ben Affleck Batman, der auch mit Waffen rumballert. Dann gibt es den Christian Bale Batman, der halt keine Waffen benutzen möchte, also niemanden tötet. So ist ungefähr auch der Robert Pattinson Batman jetzt, der ballert auch nicht rum. Und dann noch so andere Kleinigkeiten. Und dann gibt es natürlich immer wieder, geht es natürlich auch ganz viel um die Bösewichte, ne? Um die Antagonisten. Diesmal war ja der Riddler, war ja, glaube ich, der Genau, der Riddler war dabei. Ne? Es gibt auch, ist ja kein Geheimnis, deswegen auch kein Spoiler, es gibt auch den Joker da. Okay. Da wurde tatsächlich eine 5-Minuten-Szene mit dem Joker rausgeschnitten. Oh, krass. Und ich meine, der Film ist lang, ja. Der Film ist wirklich lang. Aber diese 5-Minuten-Szene mit Joker, ich habe sie mir dann auf YouTube, da kann man sie nachgucken. Hier, ich verlinke die mal. Da ist sie. Kann man sich die angucken. Und die erklärt den Film einfach nochmal so viel besser. Oh, krass. Und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, weil ich mir gedacht habe, erstens war die Szene wirklich gut. Und zweitens erklärt sie nochmal den Konflikt besser. Warum ist denn jetzt eigentlich ein Konflikt oder was genau der Konflikt ist so. Und das, schade. Schade, hätte man mit reinnehmen sollen, meiner Meinung nach. Aber ich bin sowieso meistens der Meinung, dass alle Szenen, die rausgeschnitten wurden, mit reingenommen werden sollten. Da gibt es zum Beispiel bei Harry Potter 7.1 oder 7.2, ich weiß es nicht. Ich glaube, es müsste 7.1 sein. Gibt es eine Szene, die rausgeschnitten wurde zwischen Ron und Harry. Okay. Die Filme haben das Problem, dass die Freundschaft zwischen Ron und Harry nie wirklich richtig erklärt wird. Also man versteht eigentlich nicht, warum die jetzt befreundet sind. Oder warum deren Freundschaft so intensiv ist, weil die ganzen intensiven Szenen zwischen den beiden in den Büchern vorkommen, aber eben nicht in den Filmen. So, das ist ein bisschen schade. Und der Film, es wurde tatsächlich eine Szene gedreht, die gibt es nicht in den Büchern. Die ist aber extrem intensiv. Und zwar sind die irgendwie im Wald, ne? Während die da irgendwie so auf der Flucht sind oder auf der Jagd sind nach den Horcruxen, sind die irgendwie im Wald.
und sind da auf Holzsuche oder sonst was, Feuerholz. Ey, 120.000. 120.000. Scheiße. Nur von den beiden. Alter. So mag ich Richtig das. gut. Und fangen dann irgendwie an, sich erst so ein bisschen zu necken und auf einmal entbricht aber zwischen den beiden so nach und nach, so kämpfen die auf einmal richtig. So und schmeißen sich da irgendwie so Flüche an den Kopf und alles. Oh, das ist total krass, weil das so Die Geister sind heute sehr glücklich. sehr geil. Aber heute ist eigentlich auch das Eisfischen. Aber Ich würd da gern gibt's Eisfischen. Für uns. Na, ich würde gern. Shit, Vielleicht kann man meinen Wahrsager gucken. Ja, sie sind sehr glücklich. Weil Eisfischen, also wir haben eigentlich schon alles beim Eisfischen gewonnen. Ja, das stimmt. Also ich bin für Schädelmine. Ja, okay, da muss ich aber alles wieder aus meinem Dings rausmachen. Ja. Naja, gibt Schlimmeres. Jedenfalls entbricht da dieser Kampf zwischen den beiden und der ist so intensiv und es macht so Spaß, das zu sehen, weil es einfach mal was macht mit den beiden. Okay. Weil die dann einfach nicht nur so nebenher existieren, sondern auch wirklich mal ja, naja, schade. Schade, dass sie das nicht mit dem Film mit reingenommen haben. Hm. Und Zack Snyder hat ja jetzt richtig übertrieben, ne? Wieso? Der hat jetzt einfach von Justice League noch seine Version quasi rausgebracht stimmt, doch, mit 4 das hab ich auch- Stunden. Ja, das habe ich auch gelesen, gesehen. Ich will den auch noch gucken, obwohl ich Zack Snyder ja nicht mag und alles, was er quasi mit DC zu tun hat, mochte ich tatsächlich nicht. Aber so ein 4-Stunden-Film, vielleicht ist ja dann doch was Brauchbares dabei. Mal gucken. Also das wär schon lustig. So, jetzt packen wir erstmal alles weg. Ne, weil wo packe ich das jetzt hin? Oh, warte mal, wir haben ja Kisten noch für alles. Wir haben übrigens noch übelst viele gewöhnliche Pilze, so zwecks Proviant. Ja. Bomben hier rein. Obwohl, die Bomben könnten wir eigentlich auch mitnehmen, oder? Kannst du prinzipiell eigentlich auch mitnehmen, ja. Kann man eigentlich mitnehmen, ne? So, jetzt aber das andere Zeug hier. Muss ich irgendwie ein bisschen, weil das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich. Das kann ich auch noch So, mitnehmen. ich werde uns übrigens mal auch ein paar Treppen. Oh, warte mal. Geht Das Pam kommt heute noch. überhaupt zum Boot? Ist die Frage, kommen wir jetzt da überhaupt hin? Bestimmt, oder? Weil Eisfischen ist ja unten. Eigentlich schon, ne? Ich craft uns mal trotzdem ein paar Treppen, auch wenn das nicht so gedacht Mach mal, ist. wo haben wir jetzt hier die Pilze? Wir müssen. Ne, 39, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Okay. 75 Treppen habe ich uns jetzt mal gemacht. Alles klar. Das ist aber eher so für den Fall, wenn so eine Monsterebene kommt, dann können wir, Dass wir die schnell. können wir einfach eine Treppe nehmen und bam, fertig und überspringen. Ja, alles klar. Ja, sie ist da. Perfekt. Pam, sehr gut. Hast du Was cool war eigentlich dein gemacht. erster Kinofilm? Habe ich tatsächlich schon mal so dran gedacht mit Kollegis. Ich glaube, dass es Toy Story war. Ah, Ich bin mir aber natürlich nicht hundertprozentig sicher, weil es war halt so, da war ich halt klein, ne? ja. Aber ich kann mich erinnern, dass ich Toy Story auf jeden Fall im Kino gesehen habe. Ansonsten, was habe ich noch? Ja, ansonsten so die frühesten Kinofilme waren halt so irgendwie so Wild Wild West, Star Wars Echt? Episode 1. Ja, aber Wild Wild West war halt definitiv nach Toy Story. Deswegen, also Ja. Toy Story ist quasi der früheste Film, den ich hinbekomme, wo ich mich erinnern kann, mit Sicherheit sagen kann, den habe ich gesehen und anhand des Erscheinungsdatums kann ich sagen, Bei mir das ist es- ist er. Bei mir ist es tatsächlich König der Löwen. Da bin ich mir halt nicht sicher. Ich kann mich erinnern, dass ich den auf Videokassette gesehen habe. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da im Kino war, weil der kam ja irgendwie auch erst 90 oder so, glaube ich, raus. Oder Ja. 91. Nee, König der Löwen Und da. später. Bist du ja sicher? Ja. Habe ich den dann vielleicht doch im Kino Ich kann gerade nicht gesehen? nachgucken, weil hier gerade eine Menge Drachen sind, aber Ja, stimmt. ich würde sogar auf 94 gehen. Oh, krass. Naja, dann könnte es vielleicht bei mir doch König der... Aber
mit 4 war ich, glaube ich, nicht im Kino. Da haben mich meine Eltern noch nicht mit ins Kino genommen, würde ich behaupten. Ich weiß definitiv, dass ich den mit meinen Eltern gesehen habe. Ich kann mich nämlich vor allem an die eine Szene erinnern, dass hier ist ein Schacht. Hier ist ein Schacht. Komm. Sehr gut. Ich kann mich an die eine Szene erinnern, wo Nala und Simba dann so ihre Eltern so bitten, so bitte, und da ihre Zähne so groß machen quasi. Oder ihre Zähne so ganz groß zu sehen sind. Und auf der Leinwand war das halt einfach riesig. Und dann haben deine Eltern sich gedacht, ach shit. Also hast du es dann nachgemacht, Leiter? Nein. Nie. Ich war nie so ein Kind. Ich war echt von meiner ganzen Familie das angenehmste Kind, definitiv. Ja, das ich sagt meine nie Mom Mist zu mir auch gebaut. immer. Ja. Also jedenfalls nicht als Kind. Erst später. Leiter! Nee, bei mir, ich war auch eher das ruhige Kind. Dafür haben wir dann später nachgelegt, ne? Aber richtig. Wüsste nicht, dass Schwester Bob einen YouTube-Kanal hätte. Stimmt. Ich bin auch meine Schwester kommt gerade groß raus. Okay. Aber ich bin der Einzige aus meiner Familie, der ein Album aufgenommen hat, der einen YouTube-Kanal hat. Bisher. Siehste? Ne, wir wissen ja, ja, stimmt. mein Vater der wird ja auch noch YouTube-Star. Das wissen wir ja alle. Ja. Die Folge musst du aber raussuchen, wo du das erwähnst. Kann ich gerade nicht erinnern, wo das so chronologisch lag. Wann stirbt jetzt, du Schleim? Ich kann mich nicht erinnern, wann das war. Treppe. Aber vielleicht haben wir es ja gut getaggt. Ja, ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass ungefähr welchen Zeitraum, welchen Monat das war. Okay, boah. Das glaube ich nicht. Ja, weil ich ja weiß, weil ich bei meinen Eltern zu Hause war und wann okay. wir darüber gesprochen haben. Geister. Geode. Nee, bei mir war es, wie gesagt, König der Löwen. Leiter oben rechts. Oh Gott, du musst beeilen. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe König der Löwen natürlich gesehen, aber ob das wirklich Kinofilm. Also bei der Film, bei dem ich mir halt sicher sein kann, ist eben Toy Story. Da okay. Weiß ich das. Und ich kann mich auch erinnern, so bei Wild Wild West war damals auch die Sache, der war dann ab 12, der Film. Ja. Und ich war halt natürlich noch nicht 12. Und da musste ich dann Überzeugungsarbeit leisten. Aber ich durfte ihn dann sehen. Ist aber auch krass, wenn ich jetzt denke, so, mit 12 oder auch, das war ja irgendwie 2001, 2002. Leiter, unten links. Da kam der erste Harry Potter Film raus. Stimmt. Na, und das Star Wars Episode 1 war 1999. Na? Ja, Mann. Ich kann mich noch und erinnern. Auch so Herr der Ringe, 2001, glaube ich. Das war auch 2001, ja. Ja. Ich konnte mich nämlich damals entscheiden zwischen Harry Potter und Herr der Ringe, was ich im Kino gucken will. Und mit Herr der Ringe hatte ich noch keinen Bezug zu. Ich habe damals aber das große, dicke, rote Buch bekommen von Herr der Ringe. Oh, das ist jetzt ich muss noch was hier. essen. Oh. Ich muss auch gleich was essen. Ah, jetzt lässt du mich allein hier auf der Ebene. Na, komm runter. Achso, auch nicht. Ich habe sogar schon. Das Energietonikum haut schon geil rein. Oh, yeah, Leiter. Nice. So, wir sind gerade mal Stufe 20. Also jetzt. Ja, stimmt. Ich hätte mir da auch irgendwie mehr erhofft. Also, das ist gerade nicht so cool. Dafür, dass wir hier Glück haben sollen und so weiter. Ja, ne? Ja, die Geister sind sehr glücklich. Als ob. Geister haben einen an der Waffel. Faul sind sie geworden, die Geister. Lügen Leiter. tun sie, das sind sie. Haben sich ganz schön verändert seit der letzten Klassenfahrt. Ja, Butch, was hast du noch für Themen außer Leitern? Leiter? Es gibt Halbleiter, Vollleiter, Supraleiter, Leiter, Klappleiter, Stehleiter. Siehst du, jetzt haben die Geister uns nämlich gehört. Ist denen aufgefallen, dass, ach ja, scheiße, wir mussten ja was machen. Und jetzt auf jeden Fall sind sie so nett zu uns. Sonst kriegen die so einen richtigen YouTube-Shitstorm. Da kommt aber dann die Bubu Army, Alter, und gibt dann aber richtig Dislikes, Alter. Hashtag no Leiter. Gold. Warte, ich kann gerade nicht auf meinen Dings gucken. Achso, Leiter. Doch, aber apropos YouTube, darüber können wir reden. YouTube? Werbung. Oh, das Zur Zeit Thema. Ja.
ist das echt übertrieben. Furchtbar, oder? Mir ist das bei so ein paar Videos aufgefallen, so dass ich mir dachte, so, boah, hier Schacht. Oh, geil. Jetzt kommt aber irgendwie viel Werbung. 2 Minuten Video und schon wieder Werbung. 2 Minuten Video und schon wieder Werbung. Das hier eine Schleimebene. Komm, wir nehmen uns eine Leiter. Und ich dachte mir so, das ist gerade echt ein bisschen viel. Warum kommt jetzt so viel Werbung und irgendwie. Und dann dachte ich mir, gut, vielleicht hat das Creator, die Person, hat das irgendwie so eingestellt, so viel Werbung, okay, kann ja sein. Vielleicht war ein bisschen greedy oder so. Und dann gucke ich das nächste Video und wieder. Und das darauf folgende auch. Und ich dachte mir so, ey, kann ich hier jetzt nur noch Funkvideos gucken oder was? Weil da keine Werbung kommt. Das war so extrem. Aber auch immer aber dann auch immer gleich 2 Werbungen. Immer eine, die man definitiv nicht wegschalten kann. Die dann aber trotzdem irgendwie so 20 Sekunden geht. Und ich denke mir die ganze Zeit, was ist denn hier los gerade? Ich habe Freunde mitgebracht. Richtig übertrieben, finde ich. Ja, finde ich tatsächlich auch. Und was bei mir zurzeit auch ganz krass ist, ich krieg ständig Beauty-Werbung, Alter. Ohne Witz. Ich krieg irgendwie diese komische, ich weiß gar nicht, ob es Maybelline, was auch immer. Oh, Leiter. Ja, wir gucken heute, wer sich irgendwie die Augenbrauen schneller schminken kann oder so ein Scheiß. Und dann ist das auch so ein langes Werbevideo. Und also du kannst es, glaube ich, prinzipiell wegklicken, aber manchmal bin ich ja dann, also ich höre ja auch viel Arbeit. Ich höre viel Arbeit während YouTube, genau. Ja. Während der Arbeit habe ich dann YouTube zum Beispiel auch laufen und dann will ich halt auch einfach den Screen quasi nicht wechseln, um das dann zu überspringen. Dann denke ich mir so, oh mein Gott, ey, ist auch einfach so eine schlimme Werbung, die ist so, leider. So, also verschont mich mit eurem Augenbrauen-Challenge. Ding, was auch vor allem immer. kann man es auch nicht wirklich einstellen, ne? Dass man sagen will, okay, die Werbung möchte ich jetzt nicht gut, warum sollte man das auch können? Ist ein bisschen Schacht, meine ich. Schacht ist gut. Ja, naja, 41. Aber es nervt. Es nervt gerade richtig dolle und das macht mir gerade YouTube auch richtig kaputt. Muss ich ehrlich so sagen, weil das wirklich in den letzten 2 Wochen übertrieben geworden ist. Was ich halt auch richtig kacke finde, auch von YouTube selbst, wenn du, also ich habe ja, benutze ja meine Watchlist hauptsächlich dann doch. Und du kannst ja quasi, also jetzt auf dem Handy mal angenommen. Ja. Da fängt dann diese Werbung an und unten rechts ist ja so dieses Symbol von dem Video, was du gerade so guckst. So. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, nee, das Video wollte ich ja jetzt noch gar nicht gucken. Ich würde gern zum nächsten schon springen. Ja. So, und das geht aber nicht, weil während der Werbung kannst du nicht, nicht auf dem Bildschirm hast du ja sonst immer diese Pfeile zum Weitertabben. Ja. Nicht in der Werbung. Du nicht kannst in der Werbung nicht sagen, ich möchte jetzt zum nächsten Video weiter skippen. Und das ist so eine Funktion, wo ich mir denke, oder die Funktionen könnten sie mal gerne nachrüsten oder weiß ich nicht. Ja, die wollen einen wirklich zurzeit mehr und mehr dazu bewegen, dass man dieses YouTube-Premium eben sich holt. Wahrscheinlich, ja. Das ist wirklich, deswegen ballern die einen jetzt voll und damit du richtig schön genervt bist und dann dafür bezahlst. Weil niemand das will. Also es gibt wirklich nicht viele, die YouTube-Premium haben. Schacht. Oh nein, hast du die Treppe genommen? Ja. Ach, Bob. Auf welcher Ebene bist du? Achso, hier, hallo. Achso. Na, jetzt zieh mal durch, Alter. Ich habe die Treppen ja hier nicht umsonst gemacht. Dann ziehen wir jetzt durch. Ja, das nervt mich zur Zeit. Ich habe es aber auch nicht groß gemacht, ich Idiot. Brauchst du auch nicht. Naja, es wäre vielleicht besser. Oh, ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch, ne? Ja, muss. Scheiße! Ah! Nein! Kannst du das freiräumen? Schnell! Oh. 87. 88. Komm schon. Shit. Komm schon. Komm schon. 92. 93. 94. Ach, 95. Scheiße, viel zu knapp. 98. Nee, 97 meine ich. Oh. Yes! Yes!
Oh Gott, ey. Du liest vor. Oh Gott, wie spricht denn der? Also er ist geheimnisvoll. Und niemand weiß, was er ist. So. Du hast es also geschafft. Komm näher. Los. Sei nicht so schüchtern. Ich habe gehört, dass du heute versucht hast, tief in diese Höhlen einzutauchen. Ich musste das mit eigenen Augen sehen. Beeindruckend, sehr beeindruckend. Du hast meine Prüfung mit Bravour gemeistert, Kid. Oh, warte mal. Du kriegst einen anderen Text als ich, weil ich die Treppen benutzt habe. Fies, Alter. Bei mir steht beeindruckend, ja. Sehr beeindruckend. Es ist gar nicht so einfach, es bis hierher zu schaffen. Okay. Kann ich jetzt weiter? Ja, mach mal. Mir gefällt es, dass du dich herausgefordert hast und auf ehrenvolle Art und Weise hier herabgekommen bist. Du hättest schließlich auch alle Ebenen überspringen können. Okay, bei mir steht, obwohl du natürlich ein paar Ebenen dank deiner Treppen übersprungen hast. Das war schon clever, aber nicht sehr ehrenhaft. Mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist, Kid. Du hast Prinzipien. Boah, ich kann nicht mehr. Es ist Okay, anstrengend, so zu reden. Warte, Wie macht bei er mir das steht den ganzen noch, Tag? bei mir steht noch, trotzdem war es sicherlich eine Menge Arbeit, so viel Stein abzubauen. Und so eine Durchhaltekraft ist bewundernswert. So jemand wie dich gibt's nicht oft. Auch schön. Du verstehst, wie wichtig es ist, dass du dich herausforderst und dir selbst hohe Ansprüche setzt, auch wenn niemand zusieht. Boah, ich kann nicht mehr so reden. Das geht. Ja, dann lassen wir einen Stimmbruch kommen. Okay. Deswegen bist du etwas ganz Besonderes, Kid. Du gehst mit gutem Beispiel voran. Das gefällt mir. Das ist auch schön. Ist auch mysteriös. Gut, geh jetzt zum Tisch und trinke die besondere Milch, die ich für dich vorbereitet habe. Trinken wir die gleiche Milch? Ja. Es ist Iridium-Schlangenmilch. Ein ordentlicher Schluck und du wirst noch kräftiger. Sie schmeckt widerlich und fühlt sich im Mund noch schlimmer an. Aber damit wird deine Gesundheit dauerhaft um 25 erhöht. Das ist doch mal eine Infomercial, oder? Es schmeckt scheiße, aber sie ist gesund. Viel Glück da draußen, Kid. Oh Gott, wir haben es geschafft. Hey, Perfektes Timing, Alter. Boah, ey. Shit. Mann. Also, Mina bei Stufe 9. Ah ja, sehr gut. Hast ja auch viele Steine abgebaut. Das stimmt, habe ich. Und dann Treppen und so, ja. Ja, aber witzig. Da kriegt man dann tatsächlich unterschiedliche Dialoge, obwohl du meine Treppen ja quasi dann mit benutzt hast. Ja. Aber naja, Ja, haben wir aber gleich das beides weiß der sogar ja nicht. gesehen. Ja, cool. Oh, großartig. Was für eine sehr interessante Folge. Ja, und wir haben es endlich geschafft, ne? Wir haben es endlich geschafft. Wurde auch echt Zeit, ey. Ich hab das nochmal hätte ich es ungern gemacht. Ja. Aber erleben wir jetzt Mr. Key noch öfter? Möchte ungern spoilern. Dann haben wir jetzt einen schönen Cliffhanger bis zur nächsten Folge. Sehr schön. Leute, vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns hier nächste Woche, nächsten Freitag zum Stardew Valley Tag hier wieder. Tschüss. Tschüss.